Mein Name ist Wolfram Kuttlich, ich bin Geschäftsführer der Wald 21 GmbH. Das heißt, ich bin eigentlich Pappelbauer und wir pflanzen Hühnerausläufe. Das heißt, wir versuchen, dass die Hühner auf die Fläche gehen, mehr Tierwohl, nicht so viel Nitrateinträge, Begrünung, das ist es eigentlich. Hier ganz konkret, das ist ein 15.000er Stall. Wir versuchen sozusagen, dass jetzt für jede Gruppe zumindest ein breiter Pappelstreifen angelegt wird, um die Hühner in die Fläche zu führen. Wir haben vor ungefähr 10 Jahren damit angefangen, mit Pappeln Geflügelausläufe zu bepflanzen. Der Grund war ganz einfach, dass das System mit den Obstbäumen und mit den Hecken extrem aufwendig war, teuer und meistens nicht gelungen ist. Ideal eignen sich tatsächlich die Pappeln. Der eine Grund liegt darin, dass wir innerhalb von 2, 3 Jahren oft schon einen richtig guten Schutz haben. Das heißt, dass die Hühner Sonnenschutz haben, dass sie ein Habitat haben. Und das Zweite ist, sie sind günstig und eigentlich, wie man hier sieht, funktioniert sowohl die Flächenanlage als auch der Aufwuchs immer. Ungefähr 1/3 aller Landwirte macht es selber. Und deswegen ist es auch schön, dass wir jetzt heute einfach mal sehen, wie einfach das geht. Denn tatsächlich, wir pflanzen das gerne. Und im stallnahen Bereich bei den Ruten oder insgesamt, wenn man Ruten pflanzen will, funktioniert das mit einem einfachen Tiefenlockerer. Und wir pflanzen hier einen Stall an einem Tag. Also das ist auch tatsächlich ratzfatz geschehen. Ja, der Pflanzabstand ist hier tatsächlich relativ eng. Wir pflanzen normalerweise einen Reihenabstand von 2 Meter und 1 Meter in der Reihe. Der Grund ist sehr einfach. Wir wollen nicht nur, dass den Hühnern schnell Schutz gegeben wird, sondern wir wollen auch, dass es wenig Arbeit langfristig macht. Und wenn ich die Bäume in weiten Abständen pflanze, sind die dann nach der Ernte, kann das dann eher verbuschen. Die erziehen sich nicht so gut gegenseitig. Das heißt, ich habe viel mehr Arbeit. Und das Zweite ist, der Schutz der Hühner ist natürlich viel geringer. Das heißt, wir haben genau mit diesen Pflanzverbänden mittlerweile seit 10 Jahren sehr, sehr gute Erfahrungen. Die Ernte erfolgt hier ungefähr alle 6 bis 8 Jahre. Ist auch schön, dass man es als Ernte nennt, weil wir tatsächlich Holzhackschnitzel ernten. Das heißt, ich kann es dann später als Einstreu nutzen oder in meiner Hackschnitzelheizung. Und die Masse ist nicht unerheblich. Also bei einem 15.000er Stall, der gut bepflanzt ist, reden wir von 70 bis 100 Schüttraummeter Zuwachs pro Hektar und Jahr. Es gibt aber auch sehr viele Landwirte, die natürlich ein Thema haben mit der Begrünung, gerade im stallnahen Bereich, und zu wenig Schutzmöglichkeiten anbieten, um Hühner in die Fläche zu führen. Also allein dieses Jahr sind es bestimmt 20, 25 Ställe, die wir bepflanzen oder selber bepflanzt werden. Von der rechtlichen Seite hat sich das Ganze sehr vereinfacht. Wir reden heute bei diesen Pflanzungen von Agroforstsystemen. Das Schöne daran, der Flächenstatus bleibt erhalten. Ich muss niemanden fragen. Ich kann das auf Grünland wie Ackerland machen. Ich kann es auch wieder wegmachen, wenn es mir nicht mehr gefällt. Und zu guter Letzt, wenn man das so gestaltet wie hier, kriege ich sogar noch die Ökoprämie 3. Das heißt, eigentlich zahlt sich das, selbst wenn ich die Hackschnitzel nicht vermarkten könnte, zahlt sich das Ganze von selber ab.